Rost ganz einfach mal überlackiert. Was macht mir jetzt Sorge? Motor, Getriebe. Außen hui und innen pfui, ne? Ist eine never-ending Story. Ist schon irgendwie Mogelpackung. Von der Leistung her sind sie alle mau. Der ist auch unten an der Ölwanne feucht. Kommunalfahrzeuge, die im Streudienst waren, braucht man sich eigentlich gar nicht angucken. Wir haben da jetzt so einen typischen Verkäufer, würde ich sagen, kennengelernt. Der wurde aufgehübscht. Beide kaputten müssen komplett ersetzt werden. Das ist immer ärgerlich sowas. Das ist halt Rostfraß. Da kommt Öl raus, das heißt der Kompressor ist durch. Nee, der Iveco wird es nicht werden. Also für sich stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ob ich hier jetzt gerade aufhöre. Diese Entscheidung ist nicht so einfach. Da erlebst du was. Ja, das geht so, ne? Oder? Ja. Wenn ich das jetzt so sehe, das ist jetzt ja genau, kann ich das beziffern. Gestern sind wir von unserem Heimatort Richtung Bremen gefahren und jetzt sind wir heute dann von Bremen Richtung Harz. Waren so 2,5 Stunden, die wir gefahren sind. Sind gleich da. Um 5 aufgestanden. Um 5 Uhr sind wir aufgestanden, genau, weil das heute noch ein längerer Ritt wird. Wir gucken uns dann 2 Fahrzeuge heute an. Das erste ist jetzt hier im Harz. Das ist ein 917 Feuerwehr, also ein Mercedes-Benz 917. Sah sehr gut aus, so vom Zustand her, von den Bildern. Aber das ist nicht unsere. Ich glaube, wir sind falsch. Ist das jetzt Vollgas? Ja. Aber es ist noch kalt, ne? Ja, also er hat 170 PS. Ja. Ich bin gerade erstaunt, wie wenig Geschwindigkeit wir haben für 170 PS. Oder Odin hat halt einfach mehr Power, ich weiß es nicht. Also eigentlich haben wir ja nur 150 PS. Gaspedal ist durchgedrückt, ne? Das Gaspedal ist durchgedrückt und wir sind Da kommt nichts. Da kommt nichts. Aber schalten lässt er sich wunderbar auch. Er ist jetzt ja arschig kalt, aber lässt sich echt schön schalten, Gänge gehen gut rein. Ja, also Getriebe schon mal. Ja. Ja, also ich habe ihn mir von unten angeguckt.
Und der hat schon hier und da Öl. Also ich hätte ihn mir trockener gewünscht. Ist mir ein bisschen zu viel eigentlich. Ja, also hier hinten rechts die Achse, ne? Ja, hinten rechts die Achse hat auch, da suppt er auch raus. Könnte sein, dass da die Bremsbeläge auch dann was haben. Ja. Am Motor, da ist relativ frisch Öl dran. Ob das jetzt nur von dieser einen Einspritzdüsendichtung kommt. Direkt oben drauf. Naja gut, aber die anderen sind ja trocken. Also es muss ja trocken gehen. Ja, trocken geht's auf jeden Fall. So. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht unbedingt das Kriegsentscheidende. Ich habe allerdings halt unten also zwischen Motor und Getriebe, da wo die angeflanscht sind, da hängt auch Öl. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, außer dass es halt irgendwie... Das von oben kommt. Also wenn du von oben nach unten guckst, dann ist es aber sehr viel Öl, was da rauskommt. Ja, sehr, sehr viel Öl. Wie ist der erste Eindruck? Ist schon ruhig. Vom Auto, vom Fahren, Gänge, Getriebe, alles echt klasse. Das Einzige, was mir so auf dem Stand nicht gefällt, ist, dass er ein bisschen schwach auf der Brust ist. Ja. Also, bei 80 ist er schon bei 2,2, 2,25 und aus dem grünen Bereich halt raus. Ja. So. Er ist trotzdem ruhig hier drin, viel ruhiger. Man kann ihn fahren mit 80, aber... Vielleicht wird es ein bisschen besser werden mit den größeren Rädern. Ja. Also, Fazit. Nico, fang an. Also ich finde, der ist ein bisschen schwach auf der Brust so. Ich hätte ehrlich erwartet, dass der sich ähnlich spritzig anfühlt wie unser Renault. Mit derselben PS-Zahl. Mit derselben PS-Zahl, beziehungsweise unser hat ja eigentlich nur 150 PS. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass unser wesentlich spritziger ist und auch geht nicht so schnell in die Knie, wenn man so ein raufhört jetzt. Also am Ende des Drehzahlbandes läuft er besser. Ne? Und am Ende des Drehzahlbandes hat er und er macht gleich dicht. Genau, also sobald man eigentlich aus dem grünen Bereich raus ist, dann verliert er dann an Luft, an Puste. Ja, vielleicht kann man das einstellen, aber müssen wir mal gucken. Das kann man sicherlich optimieren. Also ein bisschen Gedanken mache ich mir halt, wenn man jetzt größere Reifen bei dem das draufbaut, dann wird er wahrscheinlich noch ein bisschen zäher laufen. Ja. Und dann frage ich mich halt so, naja, irgendwo, wenn man doch mal Wüste, Sand, irgendwie sowas fährt, ob das ausreichen wird. Jetzt hat das ist ja ein 9 Tonnen Fahrgestell, das ist ein Tanklöschfahrzeug. Ich vermute, da ist jetzt kein Wasser drin, das frage ich gleich nochmal nach. Das hieß, wenn man jetzt von 2000 Liter ausgeht, fehlen dann nochmal 2 Tonnen Gewicht. Das heißt, da kommt nochmal mehr Gewicht drauf, wenn unsere Kabine drauf ist. So, ich sitze ganz gut drin. Ich finde sehr, sehr, sehr schönes Platzraumangebot, so, auch für die größere Kabine. Auch für mich jetzt als langer Mensch, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich finde, das Ding vom Getriebe her lässt sich prima schalten, schön sanft, also fast wie ein Neuwagen. Okay, gut, hat 17.000 gelaufen. Das ist natürlich... Der Motor läuft eigentlich auch sehr schön. Ja. Sind wir uns, glaube ich, einig. Sehr so ruhig. Vom Laufen her. Ja. Bremsen ist ziemlich giftig, also Ja. besser als meine, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her. Und natürlich Akustik in dem Auto drin ist echt richtig rattenscharf. Und Lenkung, ich will nicht sagen, fühlt sich fast an so ein bisschen wie ein neues Auto. Straff, ja. Also und der einzige Punkt wäre halt hier und dort, dass er ein bisschen da Öl schwitzt. Genau. Also das ist eigentlich Das wäre der Punkt. Ja. Und eventuell, dass er ein bisschen schwach ist. Das wäre so mein Ding, wo ich drüber nachdenken würde. Wäre für mich jetzt noch nicht im Prinzip voll K.O., aber das wären so die beiden Punkte, wo ich nachdenken würde. Denke ich auch, ja. Also den Motor trocken zu kriegen, da ist auch ein bisschen Risiko bei. Das kann sein, dass es nur aus der Düse rauskommt. Ist zu viel Detail. Also da ist Öl am Motor, unten am Motor, an der Seite am Motor, an den Achsen ist hinten ist er ein bisschen undicht, vorne kann sein, dass es von der Schmierung normal ist. Getriebe, wie gesagt, weiß ich nicht, ob da irgendwie Flansch, Getriebe, Motor, ob da irgendwie eine Undichtigkeit ist. Verteilergetriebe ist dicht, die Achsen, also die Differentiale, da schwitzt er vorne ein bisschen raus, hinten ist er trocken, aber die Wellendichtringe, die sind alle dicht. Ja.
eben noch im Harz und schon sind wir in Bayreuth. Wir gucken uns jetzt den ersten von 4 MANs an und ja, ich bin gespannt. Ich bin ja bis hier jetzt gegangen und vielleicht ist es 3,35. Wenn du da von innen mal reinguckst. Ja, hier, das ist schon. Schade. Das zeigt schon, wie es auch innen drin aussieht. Wie sitzt man in dem drin? Ja. Das kannst du mal probieren. Ja, da hat nach hinten halt richtig gut Platz, das finde ich halt geil. Man kann halt noch viel weiter zurück, wobei der schon am Abschlag ist, aber man könnte jetzt theoretisch vielleicht da dann mit dem Sitz noch den so umbauen, dass er noch weiter zurückgeht. Aber eigentlich sitzt man sehr bequem. Wir sind jetzt hier bis 3,35. Also wir sind 5 Minuten hier, was gibt's zu sagen? Wow, da muss man echt viel Zeit haben für das Auto, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und sicherlich ist es ein schickes Auto, aber ich glaube, für den Rost brauchst du richtig viel Zeit. Ist halt ein Salzfahrzeug, ne? Streudienst. Die gut aussehende Pritsche, die hat auf dem Hof gestanden und ist halt mit Salz gefahren. Und das siehst du auch. Ein bisschen aufgehübscht ist er. Soll angeblich mal so einen Zwischenbesitzer gemacht haben. Aber Das heißt, man kennt die ganze Historie vom Fahrzeug auch gar nicht. nicht durchgängig, weil da gab es dann nochmal einen Privatbesitzer, der das dann halt nochmal aufgebaut hat. Und da siehst du da am Fenster, ist nachlackiert, das blüht schon wieder. Und ja, schade, sonst ein schickes Auto, aber Ja, also ich habe jetzt gelernt, Kommunalfahrzeuge, die im Streudienst waren, braucht man sich eigentlich gar nicht angucken. Die sind alle fertig vom Fahrwerk, vom Rahmen. Also bei dem hier wurde jetzt halt so ein paar Roststellen einfach übergemalt schwarz. Man sieht dann halt so ein bisschen so eine unebene Fläche, wo man erst noch so denkt, naja, ist halt irgendwie von der Produktion uneben. Nee, das ist halt Rostfraß, vom Salz zerfressen. Aber die sind ja auch ganz ehrlich, haben gesagt, guckt euch mal lieber noch andere an, die haben ja noch andere Fahrzeuge auf dem Hof, unter anderem Feuerwehren. Und die gucken wir uns mal an. Fast schier. Also, der ist. Also am Getriebe hängt hinten was dran. Die Bremsschläge sehen besser aus. Ja, der andere hatte halt noch mehr, ist noch nasser gewesen. Aber ja, ist an den gleichen Stellen. Hier gibt es auch einen 917 auf dem Hof. Was ein Zufall, finde ich gut. Können wir nämlich gleich direkt vergleichen. Ich habe mir den von unten auch mal angeguckt. Und komischerweise hat er an denselben Stellen irgendwie auch Öl. Also er ist auch unten an der Ölwanne feucht. Nicht ganz so feucht wie der andere, aber da weiß ich halt nicht, ob sie es irgendwie schon mal gesäubert haben und dann wieder abgewischt. Oder kann man nicht sagen. Auch am Getriebe, da hängt richtig ein Tropfen dran. Also das ist ein bisschen mehr als bei dem anderen. Die Achsen links, rechts, hinten sind trocken, soweit ich das sehen kann. Vielleicht fängt das an zu beginnen an der rechten Achse. Na, so, da ist so ein kleiner, feuchter, schmieriger Fleck. Das ist immer so ein Hinweis dafür. Dann habe ich herausgefunden, dass die Lenkstangen, da sind die Manschetten, gerade an der Seite, wo die Köpfe verpresst sind beide kaputt und müssen komplett ersetzt werden. Die Reifen sind runtergefahren, aber der Rahmen sieht viel besser aus als der andere. Also der andere war schon gut. Ne, ein bisschen Flugrost nur dran und hier ist er komplett schier. Das ist schon nicht schlecht. So, der hat noch eine Winde dran. Wir werden mal fragen, ob wir den Probe fahren können und wie der sich dann so anfühlt vom Fahren her. So, um das einfach mal direkt zu vergleichen. Also ein bisschen stinken tut er auch. Quietschgeräusche kamen vom Kompressor. Ja, kann schon mal vorkommen. Keilriemen.
Mal sehen, ich bin gespannt, wie er sich fährt. Wie unterschiedlich die Autos sind. Ist jetzt voll durchgetreten. Oh, und zieht auch nicht so die Wurst vom Teller. Vollgas. Jetzt würde ich mit angezogener Handbremse fahren. Bergauf fahren wir jetzt auch nicht. Komische Geräusche. Und Fahrerkabine mega laut. Ja, es klingt nicht nach Fahrerkabine, eher Motor, glaube ich. Ganz merkwürdige. Also der andere war total leise, total schier, würde ich sagen. Ja, guck mal hier auf die Tour hier. Die kommen nicht auf 80. Ja, also insgesamt ist bei dem hier weniger zu machen als bei dem anderen, würde ich jetzt sagen so. Der ist nicht ganz so feucht. Von unten, da ist auch nichts an den Achsen oder so. Ja. Vielleicht Getriebe, weil da hängt ein Tropfen irgendwie dran. Achso, ja, die Gelenkköpfe, die waren auch, ne? Das hat der andere nicht gehabt. Naja gut, vielleicht gleicht sich das ein bisschen aus irgendwie. Aber der Rahmen sieht schier aus, ne? Der sieht gut aus. Also die Gelenkstangen und Spurstangen sind 500 € ungefähr, Ja. geschätzt. Ja. Könnte man vielleicht sogar günstiger kriegen. Also, aber wenn man sie als Original nimmt. Ja, dann klar. Und sonst eigentlich, ich mach ihn wohl leiden. Finde ich kernig aus. so von außen ja. Ja. Fahren finde ich, ist er nicht so gut wie der andere. Ja. So, er fährt sich. Der andere fuhr richtig schön smooth. Also, Ja. Könnte ein bisschen mehr Dampf haben, Aber das war bei dem auch so, der hat auch Nee. nicht den Dampf gehabt. aber nee, auch nicht. Aber irgendwie der andere war irgendwie fluffiger. Ja, fluffiger, ja genau. Also war angenehmer zu fahren. Ja. Obwohl zwei identische Fahrzeuge. Ne? Obwohl zwei identisch. Zwei identische Fahrzeuge. Und der andere war von 94. 400, also 6 Jahre Unterschied. Und der alte läuft besser wie der neue. Ja. Da haben sie wohl eine Tüte Schrauben irgendwo liegen lassen. Ne? Bremse sehr fein dosiert, würde ich mal sagen. Fühlt sich ganz anders an. Baureihe vor dem modernen Eurocargo. Ja. Jetzt den dritten? Ich glaube. Das wird sich ja noch schwerer. Ist eben von den 5 gerutscht. Bist du sicher? Das wäre der sechste sonst jetzt. Oder der fünfte, ja. Ja, bis zum 5 gerutscht. Ja, ich bin den fünften gerutscht. Ja. Die Schaltung ist sehr ungenau. Ja, das ist bei meinem auch so. Also ist echt gewöhnungsbedürftig. Es dauert lange, bis du das so im Schlaf hast. Ja, was ich sehr merkwürdig finde, ist, also er ist halt schon sehr hohe Drehzahlen im 6. Gang bei 75. Ne? Ich finde, der ruckelt irgendwie. Aber Hans-Peter meint, das sind die Reifen. Vielleicht haben die sich ein bisschen platt gestanden. Ja. Also ich finde, er fährt sich nicht so schön wie der Mercedes. So. Ein bisschen schwammig. Also die Bremse ist richtig schön, die lässt sich schön fein dosieren. Das ist bei den neuen 17er anders, wenn man da nicht aufpasst, dann beißt er sofort rein. Kupplung ist bei dem noch zusätzlich Druckluft unterstützt. Geht jetzt gerade ein bisschen schwergängig, weil gerade das da nicht funktioniert. Ich komme da nicht rein. Also Gangschaltung Gewöhnungsbedürftig. komme ich nicht mehr klar. Das dauert echt eine Weile, bis du Da komme ich nicht mehr klar. Irgendwie
Nee, also bei dem habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Die Gangschaltung, das gefällt mir nicht so. Ich weiß immer nicht, in welchem Gang ich da so bin und gefühlt komme ich nie in den dritten. Die Schaltkulisse ist jetzt so ungenau da. Ansonsten wäre es ja, schon ein interessantes Fahrzeug. Ich mag aber den Klang in der Kabine irgendwie nicht. Also der erste Mercedes, den wir heute gefahren sind, also von der gesamten Tour, der war einfach am besten. Der war smooth. Von der Leistung her sind sie alle mau, muss ich einfach sagen. Keine Ahnung. Unser Renault ist da irgendwie fixer unterwegs. Aber das kann halt auch daran liegen, weil wir halt ja nur auch die Endspritzpumpe und Düsen überarbeitet haben und die Einstellung vorgenommen haben. Vielleicht hat er auch schon ein bisschen mehr Leistung dann gehabt, als er eigentlich standardmäßig hat. Und deswegen ist es natürlich schwer, das zu vergleichen. Ja, nee, der Iveco wird es nicht werden. Das war's heute mit LKW gucken. Jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz und morgen geht's weiter. Das war mal ein Abenteuer. Ja, ziemlich langer Tag heute. Wir sind müde. Jetzt geht's ins Bett und morgen geht's dann weiter. Guten Morgen. Wir haben, obwohl wir richtig müde waren, mal gar nicht so gut geschlafen, denn die Betten waren echt bescheiden. Wir haben noch gar nicht erzählt, wo wir sind. Wir sind übrigens jetzt im Vogtland und heute Morgen haben wir um 9 Uhr den nächsten Termin. Heute werden wir uns insgesamt 3 MA1 angucken und ja, wir haben jetzt 15 Minuten bis zum ersten Fahrzeug für heute. Ich freue mich eigentlich auf heute, mal ein MAN zu sehen und noch so andere schöne LKWs. Mal gucken. Und den auch mal Probe fahren, ne? Mal gucken, wie er sich so... Genau, wie die sich fahren und ob ich dann weiter mit meinem zufrieden bin. Naja, ich sag mal so, jetzt Rost, unser auch an den Achsen und so. Ne? Mach mal hier, dann größer Stück vielleicht, ne? Okay. Eine 330. 10 cm mehr. Gut, ist ja nicht. Warte mal, wo kannst du anfangen zu bauen? Ich würde sagen, ab hier. Guck mal, kommst du über den Kanoppen weg? Ja, das ist bei unserem auch so. Ne, durch den 8 cm kommt ja der Hilfsraum auf. Aha, achso, Und dann ja. kommt man da drüber weg. Ja, dann hat die Kabine selber ja auch nochmal, kommt auch nochmal ein Stück höher. Das geht. Ab da, ne? Ja. Wobei, da ist ja noch, da ist die Luftansaugung, müssen wir auch noch umbauen. Ja. Nee, das wird nichts, das ist Blödsinn. Dann hast du 4 Meter und 50, ne? Ja. 50 ist ungefähr bis da. Bis da. Und da hast du dann 2 Meter von der Achse. 2 Meter. Also ungefähr wie bei unserem. Ja, So. wie bei eurem. Also wäre theoretisch sogar noch ein Stück weiter rein, wenn man die Auspuffanlage und die Luftansaugung umbaut. Ne? Ja. Dann kommt man noch ein Stückchen weiter. Nach da. Sieht dann noch ein bisschen gefälliger aus. So, jetzt hört er sich gut an, wenn er vorbeifährt, aber gut, also ich denke mal 2 bis 3 Wochen strammer Arbeit Rost.
Dann denke ich mal nochmal eine gute Woche umarbeiten hier vom Luftfilter, Auspuff und sowas, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt für die Kabine. Plus, ich sag mal, einen guten Tausender dafür, Material und ein bisschen Hilfsarbeiterlohn, der Schweiß oder sowas. So, und dann könnt ihr noch richtig Zeit fürs Führerhaus. Und da denke ich mal, dass man da bestimmt auch nochmal 500 € braucht, um das mal ein bisschen sauber zu machen, ein paar Teile auszutauschen. Gut, ich weiß nicht, wie die bei MAN sind im Gebrauchtmarkt, gerade diese Führerhausteile, die ja doch immer sehr verschlissen sind. Also das wäre Arbeit. Also denke ich mal, ohne weiter, gut, müsstest du 5, 6 Wochen mal einplanen. Aber da musst du schon stramm arbeiten als Fulltime-Job, nicht nebenbei. Jetzt momentan auch beim Losfahren, er ist jetzt ungefähr so 10 Minuten warm gelaufen im Stand, ist losgefahren und räucherte da auch weiß-blau. Jetzt gucken wir mal gleich, wenn er zurückkommt, ob es dann auch noch so ist und dann fällt er eigentlich, glaube ich, raus. Ich habe ihn mir von unten bis oben angeguckt, ich habe mir den Motor angeguckt. Insgesamt würde ich jetzt sagen, so vom Zustand her, es war zu erwarten. Ein paar Dinge hätte ich mir aber doch etwas besser gewünscht. Und es ist doch einiges zu tun und ich muss mir überlegen, ob ich das wirklich tun möchte. Was ich gefunden habe, jetzt nochmal so als Beispiel aus dem Überdruckventil, also für die Druckluftanlage, da kommt Öl raus, das heißt, der Kompressor ist durch. Die Lichtmaschine, die macht Geräusche, das heißt, auch da wird man über kurz oder lang was machen müssen. Am Motor, am Block, also am Auspuffkrümmer, da auf der Höhe von der Kopfdichtung, da hat er 2 Stellen, wo frisch Öl rauskommt. Er räuchert auch blau, wobei jetzt ganz am Anfang, wenn er startet und so richtig kalt ist, das würde mir jetzt noch nicht so Sorgen bereiten gleich, aber er war warm und hatte dann trotzdem noch so hier und da blaues Räuchern. Weiß ich nicht. Man muss dazu wissen, dass die Maschine 250.000 auf der Uhr hat. Aber das Ding ist mit 20 km/h 250.000 Kilometer über den Acker gefahren. Das heißt, die Arbeitsstunden kann man schon mal 2 nehmen, mindestens. Dann liegt das Auto ja eigentlich dann bei 400.000. Ne? Oder 500. Oder 500.000 Kilometer normal gefahren. Unser Iveco lässt sich auch, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Schalten. Deswegen dachte ich, ja, warum kriegen die das denn nicht hin? Nee, also das Getriebe in dem Falle, das geht irgendwie, funktioniert nicht. Also auch für einen geübten Iveco-Schalter ist das also schwierig zu handeln. Wenn man davon ausgeht, die Mercedes-Schalter. Butterweich, ne? Das war doch schön. Das war doch wie in der Sahne rühren, ne? Oder sowas? Ja, also ich würde, also um das nochmal ein bisschen zu spezifizieren, was jetzt genau mit dem Getriebe war, es ließ sich, also als er kalt war, und wir hatten jetzt hier heute Morgen so -2, -3, vielleicht -4 Grad, man hat den Hebel kaum bewegt bekommen. Wo er dann etwas warm war, man hat schwer feststellen können, in welchem Gang ist man da jetzt eigentlich. Die liegen sehr, sehr nah beieinander. Ich habe sehr Probleme damit gehabt, überhaupt den dritten zu finden. Entweder war ich im ersten oder im 5. Wenn sich das nicht ändert, wäre das ein Ausschlusskriterium für dieses Fahrzeug. Für MAN. Weil der ließ sich nicht vernünftig schalten. Ja. Hinzu kam, dass der 5., wenn man den nicht festgehalten hat, während man dann wieder kuppelt und wieder Gas gibt, also sozusagen die Kupplung kommen lässt und fährt, wenn man den Schalthebel vorher am 5. loslässt, dann springt er wieder raus. So, also da mit dem Getriebe ist irgendwas. Synchronringe sind es nicht, das hat er mir gezeigt. Also er war auch sehr offen. Ich wusste vorher jetzt nicht, wie man Synchronringe jetzt testet. Da hat er mir gezeigt, okay, einfach mal Leerlauf hinstellen, ohne Kupplung zu treten, versuchen den ersten einzulegen, aber nur nach vorne drücken, nicht gleich einlegen. Dann merkt man, wie der LKW versucht nach vorne zu fahren. Das heißt, die Synchronringe gehen in den Kraftschluss und sind noch in Ordnung. So hat er mir das erklärt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Er hat mir alle 5 Gänge, 6 Gänge gezeigt. Und bei allen war es gleich. Sobald er versucht, ohne Kupplung einzulegen, geht der LKW leicht nach vorne. Also er kriegt Kraftschluss. Vielleicht kann ja einer von euch, die sich da gut auskennen, mal sagen, ob das wirklich so ist, dass man das so testen kann. Wäre mal interessant. Unterboden, das ist halt so ein bisschen Flugrost. Macht mich nicht nervös. Das, was ich wichtig fand, ist, wie es im Rahmen, also in diesem U-Profil drin ist, weil man da schlecht hinkommt. Da sah es noch besser aus. Also eigentlich ist der Rost eher so äußerlich. Man sieht halt witterungsbedingt, da wo der Regen irgendwie gegenkommt oder eben halt das, was da aus dem Sprühzeug da rauskommt. Innen drin, ja ganz klar, ist er abgerockt. Die Sitze und so, das muss alles neu gemacht werden. Aber Fahrerhaus, 0 Rost. Ich habe auch unter die Matte gucken können. War feuchter drunter, war mega dreckig drunter, aber kein Rost.
Also Durchrostung 0. So, was macht mir jetzt Sorge? Motor, Getriebe. Was mir Bock macht bei diesem Fahrzeug ist die Leistung. Das ist gut. Der ist auch richtig schön elastisch in den Gängen. Auch an Steigungen, da kommt was. Das gefällt mir gut. Und ich muss mir wirklich die Frage stellen, wäre ich wirklich bereit, den Kompromiss einzugehen, für also ein besseres Fahrzeug zu kriegen, wie jetzt zum Beispiel die Mercedes 917, die aber im Prinzip keinen Dampf auf dem Kessel haben. Also da kommt wirklich nicht viel, wenn man da drauf drückt. Wäre ich bereit, diesen Kompromiss zu gehen, nur um jetzt ein Fahrzeug zu bekommen, was in einem besseren Zustand ist. Ob wir so ein MAN bekommen mit dem Motor, also 6-Zylinder, das wäre mir schon lieb. Ich möchte ungern eigentlich einen 4-Zylinder haben, aber das werden wir heute nochmal testen. Also ich hätte Bock auf den 6-Zylinder MAN, 220 PS, das wäre gut. So menschlich gesehen, wir haben da jetzt so einen typischen Verkäufer, würde ich sagen, kennengelernt. Also total freundlich, sehr nett, aber halt auch, man merkt, dass er da so seine Manipulation Schräubchen kennt. So kennt, was man dann so sagt. Ne? Er testet. Er testet einen, wie gut man eigentlich Bescheid weiß. Ich habe am Anfang erstmal ihn einfach nur reden lassen, ohne jetzt so von mir letztendlich preiszugeben, was ich jetzt über LKWs weiß oder nicht. Also eher so ein bisschen Underdog-mäßig. Da kann man eigentlich ganz gut rauslocken, wie sich dann so ein Verkäufer dann entwickelt und was er dann, ob er dann versucht, einen so ein bisschen zu übertölpeln und gewisse Dinge dann gut zu reden oder nicht. Und er hat es schon so ein bisschen versucht. Ne? Auch das Getriebe hat er versucht, gut zu reden. Na, so. Ist ihm nicht gelungen. Ist ihm nicht gelungen, hat er dann auch gemerkt. Und dann habe ich also im Endgespräch, er hat uns dann nochmal zum Kaffee eingeladen, ganz nett. Also es war alles freundlich, alles nett. So habe ich ihm dann nochmal so die Sachen dann gesagt, was ich euch jetzt auch gerade erzählt habe, was wir euch erzählt haben. Und dann war das auch schon ein anderes Gespräch. Ne? So. Yvonne hat gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt und das fand ich eigentlich echt richtig, richtig gut. Also sie hat uns den Kopf gewaschen. Genau. Ja. Also ich bin ja nur der Zuschauer, ich habe nur das Fahrzeug gesehen, ich bin da rumgelaufen und ich habe ja nur den beiden jetzt gerade zugehört, was sie alles erzählt haben. Und für mich klingt das wie unser LKW damals. Da haben wir auch gesagt, naja, das kann man machen, das kriegt man irgendwie hin. Also dieser LKW in meinen Augen ist eine never-ending Story. Der ist im ersten, zweiten Gang über den Acker gefahren. Das, was auf dem Tacho steht, ist überhaupt nicht die Wahrheit. Das geht jetzt los. Jetzt sieht man das schon am Kompressor, dann irgendwie die Kopfdichtung. Und ich bin da 100% davon überzeugt. Sobald wir dieses Fahrzeug irgendwie auf dem Hof haben, dann wird Nico da noch was finden, da noch was finden, da noch was finden. Weil der ist einfach gelaufen. Und wenn nicht als nächstes die Kupplung kommt und. Also für mich ist das Fahrzeug, der sieht geil aus. Ich finde ihn super, super stylisch. Kann man richtig was draus machen. Aber für mich ist das Fahrzeug raus. Wenn wir Männer dann unsere Mütze, unsere Handwerkermütze aufsetzen, kriegen wir hin. Nein, es ist schön, Ja. dass sie da uns mal eben wieder zurückholt und uns die Leviten liest, dass wir da ein bisschen vernünftig bleiben. Und da hat sie völlig recht. Einfach mal eine Nacht drüber pennen nachher notfalls und dann die Entscheidung treffen. Ich glaube, das Fahrzeug wird uns, oder besser gesagt Nikolas, keine Freude machen. Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, wie sehr man sich dann so irgendwie täuschen lässt, auch von den Bildern bei den hiesigen Autoportalen. Wenn man sich das hier zum Beispiel anguckt, ne, das ist Rost. Rost ganz einfach mal überlackiert. Also so von wegen, die kommen so einfach dann von der Bundeswehr oder von der dänischen Feuerwehr. Na, ob die dänische Armee, ob sich die dänische Armee da so viel Mühe gegeben hat, das nochmal überzulackieren, glaube ich nicht. Und am Rahmen sieht man das auch. Der wurde aufgehübscht. Das heißt Historie unklar. Historie unklar.
insgesamt ein viel schlechterer Zustand als eigentlich den wir angeguckt haben vorhin. Zumindest jetzt vom Rahmen her. Der war wirklich ehrlich, so muss man sagen, ehrliches Auto. Weil du hast alles gesehen, was war. Hier sieht man halt, dass der Rahmen halt auch überlackiert wurde und halt auch die Roststellen überlackiert wurden. Das sind richtige Placken, die man eigentlich mit dem Hammer runterschlagen müsste. Und das war bei dem anderen ganz anders. Mogelpackung? Ist schon irgendwie Mogelpackung. Also für sich stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ob ich hier jetzt gerade aufhöre. Das sieht so aus, als wenn da schon mal ein Womo drauf war. Womo? Ja, also diese Drei-Punkt-Lagerung. Könnte sein, ne? Hier sind auch noch Aufnahmen. Ja. Wahrscheinlich hinten auch noch. Würde auch den Dachgepäckträger erklären und sowas, ne? Und die Leiter. Ja. Gepäckträger wunderschön, dass hier einfach drumherum lackiert wurde, ne? Ja, ja. So, hier sieht man noch den Sprühnebel, das ist hier so dunkel und da ist es mehr dann dieses Beige wieder. Haben sie gleich mit dem mitgemacht. Ja. Ach, das ist immer ärgerlich sowas. Wo will er denn mit dem Preis hin? Ich meine, er ist natürlich schon interessant mit seiner Laufleistung. Im Gegensatz zu dem anderen jetzt. Hier ist zwar hier und dort eine Mogelpackung, dass man sieht, okay, die haben das jetzt übergearbeitet, schick gemacht, aber sind da so ein paar Sachen, die kann man immer noch wegkloppen. Also kann man sehen, haben sie nicht sehr sorgfältig gemacht, beziehungsweise einfach nur hübsch gemacht. Fürs Auge, nicht fürs Gefühl. Also sagen wir mal so, der Preis ist eigentlich für mich in der Kategorie, wo ich eigentlich nichts mehr machen möchte. Genau. Weil hier liegen hier mal gut 10.000 Euro über den Preisen der anderen. Ne? Ja, ja. Und nichts dran machen ist hier nicht. Da muss man machen. Ja. Also das sehe ich auch so. Also machen musst du hier auch. Das einzige Interessante ist hier die Laufleistung. Preis ist dann wieder uninteressant. Mal gucken, wie der Rest aussieht. Ja. Also hier sind sie mit dem Lackieren nicht hingekommen. Hier sieht man das. Ja. Zack. Alles verrostet. Ich weiß nicht, ob es... Ja. Ja, das ist Rost, Plattenrost. Ja. Rost. Das hat der andere nicht so schön gehabt. Nee, Also der andere vom Feld war in besseren Zustand als der. Ja, richtig. ja. Also Genau. hier hättest du im Prinzip genau dieselbe arbeitet. Jetzt würde es 10.000 Euro mehr, hättest allerdings einen jüngeren Motor. Oh Mann. Kannst du mal sagen, gib's ihm 21, fertig, dann nimmst du mit. Ich will den vielleicht aber trotzdem nicht, weil ist halt nun mal der kleinere Motor. Ach ja, stimmt. Der hat nur 4 Zylinder hier. Ja, nee, komm, dann lass bleiben. Also dafür lohnt sich das nicht. glaub- Wenn ich lieber das andere kaufe und richte den Motor von dem anderen wieder her. Für 12. Kaufpreis. Also. Ach scheiße, Mann. Echt. Also trocken ist er vermeintlich, aber wir wissen ja nicht, wie lange er steht und wie lange er nicht mehr gelaufen ist. Und aber abgewaschen wurde und dann erst lackiert und ach, weiß der Geier. Ist nix. Wir sind jetzt hier und Yvonne ist noch nicht mitgefahren mit einem MAN. Das werden wir jetzt einmal ausprobieren, damit Yvonne auch einmal sehen kann, wie es ist, in einem MAN-Fahrgestell mitzufahren. Ich gucke mal, ich finde ja diese Pfeifen so schön. Hätte ich auch gerne. Ich mag diesen Vierzylinder, diese Klang mag ich nicht, der hört sich einfach immer so kaputt an. Tut mir leid, da komme ich irgendwie nicht mit. Also, das zieht mich nicht. Keine Emotion. Cool. So, probier mal. Wie man so schön sagt, außen hui und innen pfui. Ne?
Also hier muss, falls das irgendwie Armee gewesen sein soll, ein Soldat unheimlich Langeweile gehabt haben. Das haben wir auch immer früher gemacht. So. Einfach mal abgepoolt das Ganze. Ja. Ansonsten das Armaturenbrett sieht gut aus. Also durch den Vierzylinder das ganze Fahrerhaus fackelt. Das ist keine schöne, wie soll man sagen, ist da keine Harmonie drin. Ne? Das ist wie auf dem Trecker. Ihr könnt auch Trecker fahren. So, und hier oben. Frisch lackiert alles. Guckt euch das mal an. Da ist ja kaum noch was drin hier. Kommen wir damit überhaupt so weit? Übrigens, ich habe herausgefunden, dass es ein Sechsganggetriebe ist. Das lag daneben. Vierter, sechster, fünfter, dritter, erster, Rückwärtsgang. Aber also das ist mal straff, das lässt sich gut schalten. Und wir wissen jetzt auch nicht, wie lange der schon läuft. Er hat uns vor 1,5 Stunden angerufen und hat gesagt, er hat den LKW angemacht. Ja, genau. Aber trotzdem, das lässt sich wesentlich besser schalten als bei dem anderen LKW, den wir ja nur richtig warm gefahren haben. Das ist eine andere Hausnummer. Das heißt, es ist ein Indiz dafür, dass bei dem anderen LKW was ist? Ja, das Getriebe hat da irgendwie ein Problem. Ich kann jetzt nicht sagen, was da genau das Problem ist, ob es die Schaltkulisse ist oder generell im Getriebe was, das weiß ich nicht. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Aber definitiv, es muss so sein. Und das, was wir da erlebt haben bei dem anderen, war sehr schlecht. Also wirklich sehr schlecht. Ohne Last ist da halt hart wie ein Brett, ne? Da kommt gar nichts. Die Batterien sind durch, also richtig durch. Ist ja wieder geil, ey. Er hat uns extra so einen mobilen Starter mitgegeben. Da legst du was? Okay, ich mach das mal eben. Mal sehen, er soll jetzt starten. Nix. Nochmal. Wir sind jetzt am Ende unserer Reise angelangt. Ich glaube, mehr als, was haben wir jetzt, 5 Fahrzeuge haben wir uns angeguckt, 4 Stationen, mehr schafft man einfach nicht. Dann ist man auch irgendwie durch. Ja. Das ist so das Maximum. Wir dachten ja eigentlich, das Beste kommt zum Schluss, ne? Genau, wir hatten jetzt eigentlich gedacht, so jetzt sehen wir mal Fahrzeuge, die halt einen berechtigt höheren Preis haben, wo man dann einfach sich nur noch reinsetzt, losfährt und glücklich ist. Das wurde mal so komplett verfehlt, das Ziel. Ja. Das sind auch Mogelpackungen vom Herrn. Wir haben das gleich von Anfang an gesehen, ich habe eigentlich schon keinen Bock mehr gehabt, da noch weiter irgendwie mir das anzugucken und irgendwie eigentlich wollte ich auch gar keine Probefahrt machen, aber dann wollte ich halt nochmal zumindest wissen, wie schaltet sich jetzt eigentlich hier bei dem das Getriebe, bei dem MRN, und Yvonne sollte nochmal sehen, wie fährt sich das eigentlich so in einem MRN-Fahrerhaus. Die Geräuschkulisse ist gleich, ähnlich, genauso wie von dem davor. Wichtig jetzt für alle, die jetzt so auf Fahrzeugsuche sind, man muss schon wissen, dass wenn die nichts mehr drauf haben, keine Last drauf haben, das fährt sich total anders.
fährt sich richtig hart, als würde man irgendwie in einem tiefer gelegenen Fahrzeug fahren. Das Fahrverhalten kann man dann auch nicht wirklich vergleichen gegenüber anderen Fahrzeugen, die halt eine Last halt haben. Ne? Also wenn man dann einen Aufbau hinten drauf macht, ist damit zu rechnen, dass das Fahrverhalten ganz anders wird. Genau. Und halt auch die Leistung ganz anders. Also hier der 150 PS, wenn ich überlege, gegenüber unseren, der hinten noch eine fette Kabine drauf hat und eigentlich sozusagen, naja, 7,5 Tonnen, der hat jetzt Leergewicht vielleicht 5,5 oder so. Ich finde, unser zieht besser. Und der hat ein 6-Gang-Getriebe drin. Ich fand es halt gut, das mal auszuprobieren. Finde ich aber völlig übertrieben bei der Motorleistung, weil man ist nur am Schalten. Am Ende bis zum 4. und bei 40. Vierzylinder hatten wir schon erwähnt. Das ist wie ein Trecker, ist nichts für mich. Aber wenn er fährt, ist es dann natürlich schon etwas gefälliger, die Laufkultur. Aber trotzdem, ja, Ist raus, ne? Ist für mich raus. Ich erwarte eigentlich in der Preisklasse, also sagen wir mal auch, wo das lag. Da lag jetzt bei 39.000 brutto. Das ist eigentlich für mich einsteigen, losfahren. Und bei dem ging noch nicht mehr das Tacho, beziehungsweise der musste gestartet werden mit einem Batteriestarter. Wir mussten dann noch tanken, weil dann auch der Tank leer war und als wir an der Tankstelle standen, ausgemacht hatten. Ich dachte, naja, in der Zeit haben sich die Batterien vielleicht so ein bisschen aufgeladen. Nee, musste man dann halt mit dem Starter starten, den haben wir dann mitgekriegt. Und was mir bei dem anderen aufgefallen ist, bei dem, die sind ja alle so im selben Baujahr, 2002 so rum. Ich hätte gesagt, dass jetzt so die MAN-Kabine ziemlich resistent gegen Rost ist, aber der sah überhaupt nicht gut aus. Ich habe da auch nochmal die Matten hochgenommen und drunter sah es nicht gut aus. Also Auch Unterschiede, ne? man muss da schon drunter gucken. Ja. Da war das Fahrerhaus bei dem anderen wirklich in einem Top-Zustand. Ja. Ja. Vom Blech her tipptopp. Ja. Dafür von innen echt verwöhnt. Ne? Naja, so. Ich habe auch keine Lust mehr. Wir haben alle keine Lust mehr. Abmarsch. Abmarsch nach Hause. Challenge für heute? Schaffen 2 Informatiker, diesen LKW hier rauszukriegen. Es ist auch mal schön, nicht derjenige zu sein, der in der Scheiße steckt. Also grundsätzlich ist der Mensch ja faul. Ich glaube, wir überlegen gerade eine Strategie, wie wir nicht buddeln müssen. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, wir kommen nicht mal einen Zentimeter vorwärts. Ich denke, wir sollten mit Schwung raus und du sagst, Ich sag mit Gefühl. er will mal antesten. Ich glaube, so fangen die Katastrophen an.